Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr schon seht, gibt es heute ein etwas größeres Unboxing und zwar zu meinem neuen Schreibtisch. Der kommt von der Firma Ergoheit. Das ist ein Startup aus Slowenien und als die mich angeschrieben haben, ob ich nicht mal ihren Schreibtisch testen will, dachte ich mir, das ist mal eine sehr gute Gelegenheit, denn ich habe in den letzten Jahren ja schon einige Schreibtische getestet, aber eben nur von großen Firmen und nicht von kleineren Startups. Da dachte ich mir, das kann ich mal ganz gut vergleichen, habe mir den Tisch hier einmal zuschicken lassen und im heutigen Video werden wir den einmal auspacken und hoffentlich auch final zusammengebaut bekommen. Ihr wisst, das ist nicht so meine Stärke, alles was so in das handwerkliche Thema geht, aber das bekommen wir bestimmt hin. Ich würde sagen, wir haben hier direkt mal zwei Pakete. So wie ich das verstehe, sind das hier vorne die Beine und das der Rest. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Rest an, machen das Ganze einmal auf und schauen mal, was hier drin ist. Ich kann schon mal so viel sagen, das Paket ist ultra schwer gewesen. Also der Fahrer, der das gebracht hat, war nicht so sonderlich begeistert davon. Wir haben das nur zu zweit mit Ach und Krach hier überhaupt in den ersten Stock hochgebracht. Also das sollte einiges drin sein. Jetzt mal schauen, das ist noch nicht ganz durch hier. So. Also, die erste Seite hat verloren. Jetzt schauen wir mal, dass wir die zweite noch aufbekommen. Was ich übrigens noch dazu sagen wollte, was für mich eigentlich selbstverständlich ist, was man aber heutzutage ja immer wieder dazu sagen muss, ist, dass ich den Schreibtisch zwar zugeschickt bekommen habe, aber inhaltlich für dieses Video natürlich keine Vorgaben erhalten habe, was ich irgendwie sagen soll. So, jetzt haben wir hier mal auf jeden Fall einiges an Zubehör. Da hole ich mir am besten kurz mein iPad, weil ich habe da eine Liste drauf, was hier alles dabei sein sollte. So, dann schauen wir mal. Das hier ist einmal ein Organizer. Dann, den legen wir mal hier zur Seite. Schauen wir mal, was wir hier haben. Das ist jetzt nicht beschriftet. Gucken wir mal rein. So. Okay, das ist einmal eine Klappe. Dazu kommen wir später. Das erkläre ich euch später, das ganze Konzept. Das ist dann vermutlich die zweite. Mal kurz reinschauen. Jupp. So, dann was haben wir noch? Wo gehst du auf? Hier unten. Das ist einmal die Lampe für auf den Tisch. Schön in schwarz gehalten. Natürlich auch im gleichen Farbton wie die Tischplatte an sich. Direkt mit Glühbirne mitgeliefert. Das wird zum Dranschrauben sein. Und das hier ist der Lampenschirm. Dann kann das hier eigentlich schon mal weg. Erstmal zur Seite hier. So, weiter geht's. Wie gesagt, ich habe mal einiges an Zubehör mitbestellt, einfach um auch mal zu sehen, natürlich zum einen, wie die Qualität ist, zum anderen aber natürlich auch, wenn ich die Möglichkeit habe, Zubehör mitzubestellen, dann mache ich das natürlich auch. Das hier ist einmal wahrscheinlich dann der Halter für das Laptop. Schauen wir einmal. Halterung für Tablet oder Laptop, genau. Das ist der hier. Ebenfalls natürlich, man riecht auch hier schon, dass das echtes Holz ist. Ebenfalls natürlich in derselben Farbe wie die Tischplatte. Dann haben wir hier einmal, das ist schwer. Gut, erschließt sich mir jetzt natürlich auch im Nachhinein, wenn das alles hier drin Echtholz ist, dass das Ganze ein bisschen schwerer ist. Dann haben wir hier einmal die Standbeine und das Hauptteil für den Monitorhalter, auch aus massivem Holz, gut schwer. Also das wird einiges zum Aufbauen heute. Mal schauen, wie lang das Video im Endeffekt wird. So, das kann dann einmal weg.
was haben wir noch? Natürlich jetzt hier schon die Tischplatte selbst. Aber wir sind ja noch gar nicht fertig mit dem Zubehör. So, das hier einmal weg und machen hier einmal noch mit dem kleinen weiter. Das ist ein Cup Holder. Das habe ich jetzt so tatsächlich vorher auch noch nie gesehen. Der wird, wenn ich das richtig verstehe, einfach an den Tisch dran geschraubt und dann könnt ihr hier Getränke oder was auch immer mit verstauen. Auch eigentlich eine ziemlich coole Idee. Dann haben wir jetzt hier zuletzt noch den Monitorhalter. Das ist das Einzige, was ich jetzt heute nicht zusammenbauen werde, weil ich schlicht und einfach keinen Monitor im Moment habe, den ich da dranhängen kann. Den habe ich aber schon mal mitbestellt für die Zukunft. So, und jetzt schauen wir, das müsste alles, die Kopfhörerhaltung fehlt noch irgendwo. Vielleicht ist die da hinten noch in einem Paket drin. Oder ich habe sie jetzt irgendwo schon mit ausgepackt und habe das Ganze übersehen. Schauen wir mal hier. Hier sind nämlich noch 2 Pakete. So. Ganz wichtig, die 4 Rollen für unten an den Schreibtisch. Ich habe an jedem Schreibtisch, den ich habe, Rollen dran. Und das ist ultra praktisch. Ganz einfach, weil man die dann für Filmsets, für was auch immer, modular rumschieben kann. Und das ist total praktisch. Dann bist du wahrscheinlich der... ja, genau. Du bist der Kopfhörerhalter. Perfekt. Okay, dann hätte ich mir etwas größer vorgestellt. Das ist der Kopfhörerhalter. Hier schön gummiert, dass euren Kopfhörern auch dann jeweils nichts passiert. So. Ich glaube, das war es dann erstmal an Zubehör. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, die Tischplatte an sich selbst. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das am besten mache. Was ich jetzt auch bisher noch nicht gesehen habe, ist eine Anleitung, wie man das Ganze überhaupt zusammenbaut. Ich würde sagen, am besten räume ich hier jetzt einmal kurz auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann kann ich nämlich hier jetzt einmal die Tischplatte hier schön rausholen, das ganze Zeug ein bisschen sortieren und den Müll schon mal wegmachen. Und dann haben wir hier auch ein bisschen Platz. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Ordnung gemacht, dass man das hier auch wieder ansatzweise sieht. Jetzt würde ich sagen, wir machen direkt einfach einmal mit den Beinen weiter. Und hoffen mal, dass hier auch eine Bedienungsanleitung mit drin ist. So, du willst hier noch nicht auf. So, ich habe mich für die Kombination mit schwarzen Beinen entschieden. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Rechnung drin und vielleicht auch eine Bedienungsanleitung. Schauen wir mal. So, kurze Unterbrechung, da war kurz die Post da. Also, was ich sagen wollte, hier ist einmal die Rechnung. Die braucht ihr jetzt natürlich nicht sehen. Hier ist die Bedienungsanleitung. Die habe ich gesucht. Schauen wir mal. Was für Sprachen wir hier haben. Die scheint komplett auf Englisch zu sein. Ja. Okay, ist komplett einmal auf Englisch, aber damit können wir leben. Immerhin nicht Slowenisch. Damit hätte ich wahrscheinlich so meine Probleme gehabt. Dann haben wir hier das Zubehör. Einmal die Control-Einheit. Da sehen wir auch schon, wir haben dann wahrscheinlich 4 verschiedene Höhensettings, die wir einstellen können. Und dann natürlich jetzt einmal, das ist die Motoreinheit, die Beine, hier jeweils einmal. Mir geht schon wieder der Platz aus hier. Dann das gesamte Bein hier und das Ganze logischerweise nochmal. So. Gut, dann kann das, oder ist hier noch was drin? Logisch, ja, die Verbindungsschiene natürlich noch. Ich habe mich schon gewundert, warum das noch so schwer ist. So, die legen wir einfach schon mal hier drauf. Und dann gleiches Spiel wie eben. Ich mache das Ganze, was wir hier jetzt mal nicht brauchen, jetzt wieder weg schnell. Dann schauen wir doch mal in die Bedienungsanleitung.
womit wir denn starten sollen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass das Ganze hier jetzt nicht ewig dauert, dass ich einfach immer mir die Anleitung anschaue, einen Step ausführe und euch dann kurz erklärt habe, jeweils was ich mache und dazwischen drin ist irgendwie ein Zeitraffer oder so, sonst wird das ganze Video hier jetzt 45 Minuten lang, je nachdem wie lange ich halt brauche, um das Ganze aufzubauen. Deswegen starte ich jetzt einmal und melde mich gleich wieder. Also im ersten Schritt werden hier einmal die Schrauben gelockert, dass man diese Verbindungsschiene hier halt auf die Länge schieben kann. Weil logischerweise gibt es auch diesen Tisch in verschiedenen Größenausführungen, sowohl in der Breite als auch in der Länge, dass das Ganze eben dann passt. Das Ganze wird jetzt hier einfach einmal reingeschoben und dann die Schrauben jeweils festgemacht. Das Ganze dann eben auf der anderen Seite logischerweise auch nochmal. Ihr müsst dafür schauen, dass ihr das Teil hier weit genug rauszieht, sonst kommt ihr hier nicht mehr an die Schrauben dran. So, das Ganze eben auf beiden Seiten, wie gesagt, einmal gut festschrauben. So, letzte Schraube. Und dann haben wir es auch schon. Jetzt ist das Ganze hier fest. Das Ganze jetzt eben nochmal auf der anderen Seite mit dem anderen Bein hier. Das ist das, was ich gemeint habe. Diese Schiene hier muss eben weit genug zurück sein, dass die Löcher hier frei sind. Dann einfach das Ganze einmal einsetzen, nach hinten drücken und dann schön festschrauben. So, im nächsten Schritt wird das Ganze hier einfach einmal ausgefahren und dann hier drauf gehoben. Und hier jeweils und auf der anderen Seite jeweils mit den zwei Schrauben. Das sind zwei von den M6x16 hier festgeschraubt. Ich finde es übrigens cool, dass die hier oben auch schwarz sind. Klar, man muss nicht die ganze Schraube in schwarz machen, das wird wahrscheinlich einiges mehr kosten. Aber dass hier oben die Teile auch in schwarz sind, dass das dann auch von unten gut aussieht. Im nächsten Schritt kommen dann hier einmal die Füße dran. Die werden einfach hier einmal aufgelegt und dann auch wieder mit 4 von diesen 6x16 Schrauben festgeschraubt. Das mache ich einmal schnell. So, wenn das Bein hier jetzt einmal drauf ist, würden hier normalerweise diese normalen Teile hier drauf kommen. Die machen wir jetzt aber nicht drauf, denn wir haben ja hier das Upgrade gekauft und haben hier jeweils die 4 Rollen. Das heißt, die kommen einmal hier drauf. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht genau sicher. Nee, die scheinen alle gleich zu sein. Das heißt, es wird egal sein, welche Rolle hier wo drauf kommt. Und dann schraube ich die eben noch schnell drauf. Ich frage mich gerade, ob hier eigentlich ein Schlüssel dafür dabei ist, dass ich das nicht mit der Hand machen müsste. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, ins Lager zu gehen und einen zu suchen. Also vielleicht war da auch ein Schlüssel dabei und man könnte das deutlich einfacher festdrehen, als ich das hier jetzt gerade so halb professionell mit den Händen mache. Aber mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, weil hier komme ich jetzt echt nicht mehr dran, für die letzten paar Millimeter da einen Schlüssel rauszusuchen. So, dann wie schon angesprochen, genau das gleiche eben nochmal mit der zweiten Seite. Im nächsten Schritt steht jetzt eigentlich in der Anleitung, dass dieses Teil hier festgeschraubt werden sollte. Das war aber jetzt in meinem Fall schon fest. Ich weiß nicht, ob sie das nochmal geändert haben. Also, dass die Anleitung einfach schon ein bisschen älter ist. Aber das ist natürlich sehr praktisch, wenn das Ganze schon fest war. Jetzt wird hier der Frame natürlich noch festgeschraubt. Dazu haben wir diese kleinen Schrauben hier. Und die kommen jetzt eben einmal hier jeweils in die Löcher rein. Ich dachte schon, ich komme komplett hier ohne meinen Akkuschrauber heute aus. So, Nummer 1, die Löcher sind auch vorgebohrt. Das heißt, das ist kein Problem hier. So, und beim dritten einmal aufpassen, dass man nicht das Kabel durchbohrt hier. Gut. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier die Control-Einheit nach rechts zu montieren,
Das sind auch wieder die Löcher hier vorgebohrt. Ihr könnt das natürlich aber auch nach links machen. Das sind dann jeweils auch die Löcher. Ist ganz praktisch, dass man das Ganze dann nicht schief einbauen kann. Und dann hier natürlich einmal das Kabel, was dann von der Control-Einheit dann hier hinten zum Motor geht. Das wird dann einfach einmal hier angeschlossen und dann ist das auf jeden Fall schon mal verbunden. Hier an Kabeln haben wir dann einmal das Stromkabel, was natürlich in den dazugehörigen Anschluss hier reinkommt. Und dann haben wir einmal noch jeweils ein Kabel vom Motor an die Control-Einheit. Das wird einfach einmal hier eingesteckt jeweils und dann hier eingesteckt. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. So, da wurde ich kurz vom Telefon unterbrochen. So ist das eben. Den ganzen Tag will irgendjemand irgendwas von einem. Wie gesagt, die Controlbox kann jetzt, wenn alles angeschlossen wird, hier einfach einmal reingeschoben werden. Angeschlossen ist, hier einmal reingeschoben werden. Genau, und dann ist das Ganze jetzt schon fest. Jetzt schauen wir mal, was der nächste Schritt wäre. Der nächste Schritt wäre dann hier, die Teile auch wieder festzuschrauben. Logischerweise muss sich das Mittelding hier jetzt nicht mehr bewegen. Das heißt, die 4 einmal festschrauben und die 4 einmal festschrauben. So, dann haben wir das auch einmal. Und dann sind wir hier eigentlich schon fertig. Der ganze Schreibtisch könnte jetzt einmal umgedreht werden. Was ich übrigens noch vergessen habe zu erwähnen, hier ist schon das Wireless Charging Pad, was ich auch noch dazu bekommen habe, mit eingebaut. Das heißt, das kann gleich einfach an den Strom angeschlossen werden und dann kann da auch euer Handy laden. Jetzt drehen wir das Ganze einmal um. So, den Schreibtisch habe ich jetzt einmal umgedreht. Ihr seht auch schon an den Strom angeschlossen. Das Ganze funktioniert also schon mit der Höhenverstellbarkeit. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben hier jetzt ja einiges noch an Zubehör. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht so genau, was jetzt wohin kommt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, dass wir hier das Brett zusammenbauen. Das wird vermutlich einfach einmal so zusammengeschraubt werden, genau. Da waren auch hier die Schrauben dabei. Das mache ich einmal schnell. Jetzt ist das hier einmal festgeschraubt. Hier lag jetzt irgendwie auch wieder kein Schraubenschlüssel, also kein Schraubenschlüssel, Imbusschlüssel für dazu irgendwie dabei. Aber mag auch gut sein, dass ich den jetzt in irgendeinem von den ganzen Paketen hier vergessen habe. Weil der ursprüngliche hier, der passt hier definitiv nicht rein. Aber ich habe es jetzt einfach mit dem Finger reingedreht und werde dann das Ganze später mit dem Akkuschrauber nochmal dazu machen. Die Ablage muss dann natürlich auch noch auf der Rückseite des Tisches festgeschraubt werden. Das Ganze mache ich dann noch einmal schnell. Dafür brauchen wir wieder 4 Schrauben. 2 hier und 2 hier. Damit wäre die Platte hier oben schon einmal installiert. Dann, womit machen wir weiter? Ich zeige euch schon mal ein sehr, sehr cooles Konzept meiner Meinung nach. Dafür muss ich aber hier einmal das noch abmachen. So. Und zwar sind hier unten, ich weiß noch nicht genau, wie man das hochklappen kann. Ah, so, verstehe. Es sind hier unten jeweils 2 Mehrfachstecker mit USB-Plätzen drin. Hier ist sogar noch ein Adapter auf USB-C drin, was ich total cool finde, weil jetzt könnt ihr einfach euer Cable-Management machen und danach das Ganze einfach, wie ihr es geholt habt, wieder wegklappen. Wenn ich jetzt hier das Kabel auch noch durchbekomme. Und könnt die Kabel eben hier durch die Aussparung durchführen. Sehr, sehr cool. Auf beiden Seiten direkt 3 Steckplätze. Und wie gesagt, also das System kenne ich so bisher nicht und das ist total durchdacht. Auch, dass man hier unten die komplette Wanne hat. Ich weiß nicht, ob man die jetzt sieht.
Ich habe mir da immer was selbst bauen müssen, irgendwie mit dem 3D-Drucker und dann einen Mehrfachstecker hier unten dran gebohrt und hier, vor allem kommt man dann auch nicht mehr dran an die Kabel und hier einfach einmal hochklappen, Kabel rein, Kabel raus, ultra praktisch. So, das sind nämlich dann einfach hier die Abdeckungen, die hier reinkommen. Jetzt mal schauen, wie rum, ob so rum oder so rum. So rum, genau, dann passt die Maserung auch. Und das könnt ihr jetzt einfach immer hochholen und hier zum Beispiel auch was verstauen. Also das Konzept finde ich total durchdacht. Und das zweite hiervon brauchen wir gar nicht, weil auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Lampe, die wir dann auch direkt anschließen können mit dem Kabel. Und zwar können wir hier einmal das Ganze vermutlich so rum reinstecken. Dann finden wir hier einmal das Kabel durch. Stecken die Lampe hier einmal ein. So, jetzt können wir die einmal aufklappen. Den Lampenschirm habe ich hier. Die Glühbirne habe ich hier. So, jetzt mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Wahrscheinlich so. So, und so schnell haben wir jetzt eine integrierte Schreibtischlampe, die man noch feststellen muss, aber die hier jetzt perfekt mit reinpasst. Und hier kann ich jetzt einfach einmal aufklappen, das Ding hier reinstecken, wieder wegklappen, das Kabel hier natürlich nach unten in die Unterführung klappen und schon haben wir eine kabellose Lampe. Jetzt muss ich gerade mal kurz schauen, hier irgendwo kann man die bestimmt auch noch feststellen. Wobei ich mich darum jetzt auch gleich kümmern kann. Das muss ich jetzt nicht hier im Video machen. Dann wäre das einmal erledigt. So, das Teil hier für Schlüssel, Handy, was auch immer rein. Hat tatsächlich auch genau die gleichen Maßen wie das hier. Das wusste ich gar nicht. Das heißt, das kann ja auch hier rein. Ah, das ist schon sehr cool. Also das Konzept gefällt mir hier mit diesem modularen Ding. Und sollte mir irgendwann die Lampe, die jetzt total deprimiert hier rechts hängt, oder das Teil hier nicht mehr gefallen, dann habe ich natürlich immer noch diese Holzdinger und kann das wieder austauschen. Dann wie gesagt hier den Laptop-Stand, den würde ich jetzt einfach mal, ja keine Ahnung, hier an die Seite stellen. Und dann haben wir schlussendlich nur noch den Getränkehalter und den Kopfhörerhalter. Jetzt muss ich mich nur mal kurz informieren und natürlich theoretisch noch den Monitorhalter. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade auch keinen Monitor da, den ich jetzt hier irgendwie dran schrauben könnte, deswegen werde ich den jetzt auch noch nicht anbringen. Jetzt muss ich nur mal kurz schauen, wie das Ganze funktioniert hier mit dem Getränke- und dem Headphone-Halter, weil ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wo die drankommen. Also die Getränkehalterung kommt scheinbar hier rechts an die Seite dran. Da schauen wir doch mal. Ich sehe hier schon die beiden Vorrichtungen. Ich vermute dann auch, dass die zwei Schrauben hier dafür gedacht sind. Jetzt habe ich auch ein bisschen den Überblick verloren, welche Schraube hier wohin gehört. Aber das könnte passen. Schauen wir einfach mal. Ja, das sieht gut aus. So, Nummer 1 ist drin. Und jetzt Nummer 2. Jetzt muss ich mal gerade kurz schauen, dass ich das hier noch gut finde. Ja, perfekt. So, sehr gut. Dann haben wir auch schon den Getränkehalter installiert. Das finde ich ja auch ein ziemlich cooles Konzept, dass man hier einfach, und das ist auch ziemlich stabil, dass man hier einfach sein Getränk, eine Flasche oder was auch immer reinstellen kann, weil auf so einer Echtholzplatte, wie die hier ist, gibt natürlich so ein normales Wasserglas oder eine Flasche, wenn die kalt ist, immer Flecken. Jetzt habe ich noch diese Federn hier, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig. Ach, logisch, die kommen in die Lampe. Deswegen hängt die auch hier noch so deprimiert rum. Aber das muss ich euch nicht zeigen. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie dieser Kopfhörerhalter, der soll hier laut dem Produktbild hier unten dran. Und vermutlich kommt der, jetzt muss ich mal überlegen. Nee, so würde ja irgendwie keinen Sinn ergeben. Ich kann jetzt hier natürlich auch nicht genau erkennen, wie rum das Ganze soll. Da muss ich jetzt mal kurz, also scheinbar kommt das Ganze so rum, das würde ja auch irgendwie mehr Sinn ergeben. Aber wie wird das hier jetzt da dran angebracht? Ah,
Okay, stellt sich raus, das Ganze ist magnetisch. Deswegen habe ich jetzt auch vergeblich hier irgendwelche Löcher gesucht zum Bohren. Hier unten ist eine Magnetplatte dran und das wird hier einfach festgeklipst. Das ist ja total cool. Das geht dann wahrscheinlich auf der anderen Seite genauso. Lass mich kurz gucken. Ja, das ist sehr cool. Also das ist wirklich total durchdacht. Jo, und damit wäre der Schreibtisch eigentlich auch schon aufgebaut. Also das Ganze war wirklich total easy aufzubauen. Wenn man die Anleitung hier gelesen hat, dann war das wirklich kein großes Problem. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass zum Zubehör keine Anleitung dabei war jeweils. Aber gut, das habe ich jetzt auch relativ easy rausgefunden und ich denke, wenn ich das rausfinde und ihr habt im Zweifelsfall jetzt dieses Video, dann werdet ihr das zu Hause auch rausfinden. So grundsätzlich, der Schreibtisch macht einen unfassbar hochwertigen Eindruck. Also hier ist alles total stabil. Das Zubehörsystem hier gefällt mir total gut. Also das finde ich wirklich unfassbar durchdacht. Ich weiß nicht, warum da noch keiner von den großen Herstellern draufgekommen ist. Aber das ist ultra cool. Hier die Einkerbung finde ich auch cool. Ich weiß nicht, ob man die jetzt im Video sieht, aber ihr habt die Auswahl, den Schreibtisch eben als ganz rechteckige Platte zu kaufen oder hier mit so einer kleinen Einkerbung, dass ihr hier eben ein bisschen näher an den Schreibtisch ranrollen könnt mit eurem Schreibtischstuhl. Auch das finde ich ultra cool. Und ja, wie gesagt, also es gibt sogar noch ein bisschen was mehr an Zubehör. Ich habe jetzt nicht alles bestellt. Da könnt ihr auch gerne einfach mal unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da habe ich euch den Link zum Konfigurator verlinkt. Ihr könnt auch hier zum Beispiel nur eine klassische Tischplatte ohne die Kabelfächer nehmen. Ihr könnt nur eins statt den beiden Kabelfächer nehmen. Ihr könnt, wie gesagt, die gerade Kante nehmen. Ihr könnt die Größe sogar individuell, also es gibt 3 normale Größen, aber ihr könnt auch kundenspezifische Abmessungen hinterlegen und dann bekommt ihr die Platte genau in der Größe, die ihr haben wollt. Ihr könnt auch den Tisch mit klassischen Beinen, also wenn ihr sagt, höhenverstellbar brauche ich nicht, könnt ihr den auch mit klassischen Beinen bestellen. Die Tischbeinfarbe könnt ihr zwischen Schwarz und Weiß auswählen und ihr könnt eben hier noch eine komplett andere Tischplatte mit oben drauf packen. Wie gesagt, das war es jetzt erstmal zu dem Tisch. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich den hier mal in meinem Arsenal habe. Freue mich jetzt dann, da die nächsten Tage und Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer, mitzuarbeiten und bin mal echt gespannt, wie der sich bewährt. Das war es dann erstmal mit diesem Video. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Ich denke aber, dass ich jetzt ein relativ ausführliches Unboxing gemacht habe und zumindest auch der Aufbauprozess hoffentlich jetzt ansatzweise eindeutig rübergekommen ist. Genau, das war es mit diesem Video. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Hottest in the season, hottest in the